Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie heute tief aus dem Gruselwald. Und dieser Begriff ist den meisten von Ihnen bekannt und möchte Sie gleich im Voraus warnen. Heute in diesem Video könnte es etwas emotionsüberladen zugehen. Ich habe es mir zwar nicht vorgenommen, aber ich lasse das Ganze mal fließen. Es geht natürlich in diesem Video um Hunde, um Wahnsinns Hunderassenkreuzungen, die eine bestimmte Personengruppe ansprechen sollen. Sowohl als auch, was ich damit meine, werden Sie im Laufe des Videos noch klar erkennen können. Es geht aber auch um gesellschaftliche und kulturelle, politische Veränderungen, wie wir sie aktuell erleben. Das alles hat miteinander zu tun. Ich sage Ihnen was, worauf dieses Video tatsächlich basiert. Das war ein Post, den ich vor kurzem auf Facebook mitverfolgt habe, in welchem es um die eventuelle Gesetzesverabschiedung eines allgemeinen Messertrageverbots in Österreich gegangen ist. Das Ganze resultiert ja daraus, dass die Politik den Zuständen, wenn es um Messerkünstler geht, nicht mehr wirklich Herr wird. Ja? Also da werden ja in Wien, wo mittlerweile täglich Leute abgestochen werden, Waffenverbotszonen eingeführt. In Wiener Neustadt, meiner Nachbarortschaft, werden Schutzzonen erweitert. Sie wissen, wie das ist. Heutzutage sind Weihnachtsmärkte mit Betonpfeilern gesichert und so weiter. Ja, alles eine Sache, die eigentlich ein Problem der Politik sein sollte. Ja, aber heutzutage ist es so, dass die Politik gerne ihre Probleme zu unseren Problemen macht. Ja, und dann viele Leute zum Handkuss kommen, denen das eigentlich alles gar nichts angeht. Also in diesem Post ging es um diese eventuelle Gesetzesverabschiedung eines allgemeinen Messertrageverbots in ganz Österreich, um Verbrechen mit Klingen zu vermeiden. Lieber Zuseher, da hat eine Dame reingeschrieben, die hatte im Profilbild einen Labradudel. Also zumindest hat er auf mich so gewirkt wie ein Labradudel. Ich gebe zu, ich habe dann etwas gestalkt, ich habe mir das Profil angesehen. Sie wissen schon, wie das ist, wer im Glashaus sitzt, also verurteilen Sie mich nicht. Die meisten von Ihnen haben Ähnliches auch schon getan. Ich war natürlich neugierig, wer da solch einen Blödsinn reinschreibt. Ich komme gleich auf den Punkt. Ja, und kam auf ihrem Profil drauf, das war ein Labradudel. Und das war für mich so typisch wieder, denn diese Dame verteidigte ein allgemeines Messertrageverbot in Österreich mit fadenscheinigsten Begründungen. Ich sage Ihnen was, ja, passen Sie auf. Ja. Wenn ich in den Wald gehe mit Vito, dann habe ich immer ein Messer mit. Ja. Ja, wenn es jetzt einen dieser woken Menschen vom Sessel geworfen hat, ja, dann gefällt mir das. Bleiben Sie gleich unten sitzen, denn das könnte Ihnen in diesem Video noch öfter geschehen. Ja. Dieses Messer benötigte ich dieses Jahr alleine im Wald schon zweimal. Nein, nicht um jemanden zu meucheln, sondern einmal musste ich mich zusammen mit Vito aus einem Dornengestrüpp befreien. Da waren wir fürchterlich drinnen gefangen. Ohne Messer würde ich wahrscheinlich heute noch dort stehen. Und einmal, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht 2 Monate, baute ich mir damit für Vito im Wald Hochsprungvorrichtungen, wo ich dann mit ihm trainierte. Da hackte ich Äste, spitzte sie zu, um sie in den Boden rammen zu können. Und selbstverständlich kann mich dieses Messer auch schützen im Fall der Fälle. Aber das ist der letzte Grund, weshalb ich es mitführe. Wenn jetzt diese Dame mit diesem Labradudel dieses allgemeine Messertrageverbot in Österreich so unterstützt, ja, dann frage ich sie, was geht mich das an, wenn in Wien jeden Tag
Menschen niedergestochen werden, weil die Politik es nicht schafft, dem Herr zu werden. Was habe ich damit zu tun? Werden die dieses Messertrageverbot, dieses allgemeine, in Österreich dieses Gesetz verabschieden, dann werde ich weiterhin mit Messer in den Wald spazieren gehen und bin aber von heute auf morgen durch dieses Gesetz ein Krimineller. Das ist nicht mein Problem. Das ist das Problem der Politik. Ein Problem, welchem die Politik nicht Herr wird. Ja, wir haben auf der einen Seite diese neue woke Gesellschaft, die uns als Gesellschaft, die das Ganze recht neutral sieht, die normal funktioniert, extrem schwächt in allen Belangen und gleichzeitig aber eine Kultur, die sich hier ausbreitet, die extrem gewaltbereit, aggressiv ist und gern mit Messer hantiert, schützt, ja, und vor allem, Kritikern abschirmt, alles, was dagegen spricht, als radikalen Rechten bezeichnet. Ja. Also das ist ein totaler Irrsinn, was sich da absolut überall da in Mitteleuropa momentan abspielt. Es wird in Österreich tatsächlich über eine allgemeine Leinenpflicht gesprochen. Es ist nicht überall so, es ist auch von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Dort herrscht generell Leinenpflicht, dort herrscht keine Leinenpflicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in meinem Wohnort ist, aber ist für mich sowieso nicht relevant. Vito ist eigentlich immer an der 5-Meter-Leine. Manchmal genießt er auch Freilauf hier, da habe ich meine Plätzchen, aber ich glaube, eine Leinenpflicht ist in dieser Ortschaft und müsste wirklich nochmal nachsehen. Ja. Resultierend auf Posts, die speziell im öffentlichen Netz momentan wie Lawinen rollen, wo freilaufende Hunde den verletzen, ein freilaufender Hund ein Rehkitz totgebissen hat, 2 freilaufende Hunde eine Katze gemordet haben und so weiter. Also diese Posts finden Sie jetzt, November 2025, zuhauf im Netz. Also Sie wissen, wie das ist mit den Medien. Schlägt mal eine solcher Schlagzeilen ein, dann graben sie überall herum und setzen die wochenlang fort. Ja, also aktuell haben sie unsere Hunde wieder schwer am Kicker. Das ist permanent so mit unseren Lieblingsvierbeinern, dass die mal da an den Pranger geworfen werden, einige Wochen lang, dann ist wieder einige Monate Ruhe und dann geht das Ganze wieder von vorn los. Also aktuell ist es wieder recht schlimm. Was hat das mit Ihnen zu tun? Mit Ihnen, welche eventuell einen Hund besitzen, der über perfekten Rückruf verfügt, der einen tollen Freilauf zeigt, der absolut keine Anzeichen von Aggressivität an den Tag legt, der völlig gefahrlos durchs Leben mit Ihnen geht, auch ohne Leine. Was geht Sie das an? Ihr Hund, der kein Wild bedroht, der keine Menschen bedroht, der generell keine Gefahr für die Gesellschaft darstellt, weil er sehr brav ist, weil er vom Charakter her überhaupt nicht dazu neigt. Ja. Was geht Sie das an? Wird dieses Gesetz verabschiedet, müssen Sie Ihren Hund an die Leine nehmen, egal wo Sie sind. Auch wenn da weit und breit niemand zu sehen ist, kein Wild, kein Mensch, kein gar nichts. Dann tun Sie das nicht, dann sind Sie kriminell. Sie verstoßen gegen das Gesetz. Was geht Sie das an? Das ist ein Problem der Politik und dieses Problem wird wieder mal zu unserem Problem gemacht. So ist das und nicht anders. Ganz genau war es auch so mit dem Verbot der sportlich ausgeführten Schutzarbeit. Auch da haben die ganzen woken Gutmenschen fest protestiert und diese woke Gesellschaft hat heutzutage nun mal starken Einfluss auf die Politik. Sehen Sie sich um, was sich abspielt. Die sind überall unterwandert mit solchen Schwachsinnigen. Wir werden nur mehr geschwächt. Wir, Sie und ich, ja, Sie wissen genau, von wem ich rede. Wir werden geschwächt, wir werden überschwemmt mit Verboten, also was aktuell Verbote von der Politik ausgesprochen werden. Egal, in allen Gebieten, natürlich auch in der Kynologie. Eben, dieses Verbot der sportlich ausgeführten Schutzarbeit zum Beispiel ist ein solches Verbot oder die Pflicht, ab nächstes Jahr den Hundeführerschein machen zu müssen, egal wer ich bin, also wie alt ich bin, egal wie ich, gesellschaftlich
benannt bin, also obdachlos oder ob ich Villa besitze, egal welche Hunderasse ich mir hole. Ich habe den Hundeführerschein zu machen. Tue ich das nicht, kann es mir geschehen, dass der Hund mir weggenommen wird. Ja. Also wir werden mit Gebote und Verboten überschwemmt in letzter Zeit. Ja. Und das sind aber alles Dinge, die den braven, möchte ich mal sagen, oder normalen Staatsbürger schwächen, bedrängen, handicappen und wirklich kriminelle Individuen mehr oder weniger gar nicht interessieren. Was interessiert irgendeinen Kriminellen, der vorhat, in Wien am Reumannplatz jemanden das Messer in den Nacken zu rammen, ob dort Waffenverbotszone herrscht? Was interessiert das denn? Glauben Sie, der geht auf die nächste Polizeiwache und sagt, entschuldigen Sie bitte, darf ich hier ein Messer führen, um jemanden erstechen zu können? Der scheißt auf das. Der steckt sich dieses Teil ein, geht dorthin und verübt sein Verbrechen. Genau dasselbe ist mit Schusswaffen. Die wenigsten Verbrechen geschehen mit Schusswaffen, die legal im Besitz sind von den Tätern. Die meisten, 99% dieser Verbrechen werden mit illegal erworbenen Schusswaffen begangen. Also, das ist alles ein Problem der Politik. Aber die machen diese Probleme zu unseren Problemen. Und genauso sieht es auch in der Kynologie aus. Und hier hat diese woke Gesellschaft ein ganz, ganz gewichtiges Wort mitzureden. Und um was geht es jetzt heute in diesem Video? Einfach darum, dass, sehen Sie sich mal bei den Designerhunden um, Labradoodle, Golden Doodle und so weiter. Aber kennen Sie auch einen Schweiler oder einen Rotzner? Nein, ich auch nicht, aber schauen wir mal, vielleicht kreieren wir zusammen heute einen. Ja? Also Hunde, die sich auch als Designerhunde eignen, wo man mit Dampf abgehen kann. Ich pfeife auf dieses ganze, auf diese ganze weiche Erwarte schmeißen. Man darf ja heute gar nichts mehr mit seinem Hund, ohne schief angesehen zu werden. Wenn ich mit meinem Hund auf kumpelhaft herumrangle, wie zwei Männer, ja, und da geht so eine woke Person vorbei, der schickt mir das Veterinärsamt am Hals, weil er glaubt, der dramatisiert seinen Hund. Mir hängt das alles schon beim Hals raus. Und ich habe vor kurzem einen Influencer, YouTuber, weiß ich nicht, wie man das sagt, einen Herrn gesehen, der recht vernünftige Einstellungen hat in der Welt der Kynologie, der ebenfalls auch auf YouTube präsent ist, aber auch auf Facebook. Der gefällt mir ganz gut. Dem hängt das auch schon alles beim Hals raus. Und ich bin mir sicher, es werden noch weitere Leute, die mit dem Thema Kynologie zu tun haben, folgen. Denn das ist alles ein Kasperltheater. Aktuell, aus allen wird eine Wissenschaft gemacht. Jedes Erziehungsthema beim Hund wird sofort unter die Lupe genommen. Ja, und man, das ist so. Das ist alles ein Schwachsinn. Das ist alles. Oder das ist alles die Welt. Wir verblöden. Wir verblöden. Wir mutieren zu den Dummköpfen der Welt. Also die Leute, Sie wissen, von welchen Leuten ich spreche. Wir werden zu den Dummköpfen der Welt geformt. Sie wissen genau, wem ich damit meine. Ja? Während andere walten und schalten und immer mehr werden und immer mehr Macht ausüben und immer mehr Druck und immer mehr Einfluss nehmen, mutieren wir zu den... aber nicht mit mir. Ja? Garantiert nicht mit mir. Und wie gesagt, nochmal jeder Woke da draußen, der jetzt empört ist, weil ich das sage, und zu mir sagt, heul leise Chantal, ja, du mich auch, Süßer. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ich pack das alles nicht mehr. Also, es wäre ein Albtraum für mich als Junge unter einem Vater und einer Mutter aufwachsen zu müssen, von Leuten erzogen zu werden, die, weiß ich nicht, so funktionieren. Das wäre ein Albtraum. Ein Albtraum ist das für mich, das wäre für mich die Hölle. Wenn sollte ich mal in die Hölle kommen, könnte mich der Teufel oder irgendein Dämon damit am meisten strafen, indem er mich glauben ließe, ich würde jetzt als kleiner Junge in solch einer Familie aufwachsen. Das wäre die Hölle für mich. Ja. Also, irre, was mit uns Leuten da hier veranstaltet wird. Von der Politik,
von dieser Wockengesellschaft und das färbt natürlich alles auch auf die Hunde ab. Wie gesagt, alles was Dampf hat, was kernig ist, mit dem man wirklich Gas geben kann und es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn man einen Hund mit Dampf hat, mit Pfeffer hat, wenn man ein fähiger Hundeführer ist. Was ist dagegen einzuwenden? Ja? Da reden sie immer diese Wochen von Toleranz und Einsicht und das und dort und da. Selbst aber haben sie das nicht. Denn wenn sie so ein Mensch sind, der vielleicht selbst etwas kerniger ist, der es liebt, einen Banditen als Hund zu haben, der auch manchmal etwas Pfeffer zeigt, der etwas Power vorweist, da werden sie sofort von diesen Leuten, von diesen Wahnsinnigen in eine Schublade gesteckt. Die können mich alle, das sage ich ihnen. Ja. So, jetzt habe ich mich etwas ausgelassen. Viele von Ihnen wissen, dass ich gern mal etwas emotionsüberladen rede in meinen Videos, aber das muss raus, denn diese Dinge, die da aktuell geschehen, egal, eigentlich in allen Bereichen, das ist ja nicht mehr normal, was die da alles mit uns aufführen. Die Politiker, diese, weiß ich nicht, halbseidenen der steht heute da im Fernsehen, einer von den Pfadfindern, ein Mann mit Vollbart und sagt, ja, wir, die Pfadfinderinnen, ich hoffe es nicht mehr, vielleicht ist das der böse Geist in diesem Wald, der mich aktuell hier jetzt gerade so ein bisschen in die Höhe steigen lässt. Ja. Möglich, ja, aber was hat's, das hat's, ja. So. Bombastische Rassenmixe, die das Zeug haben zur Designerrasse oder zu Designerhunden. Ja. Und heute gebe ich mal diesbezüglich etwas Gas, fahr mit Hunden an, die vielen dieser Wattebausch-Werfer vielleicht, weiß ich nicht, die Zehennägel aufstellen lassen werden. Aber das ist mir wurscht. Oder ich würde sogar begrüßen. Also, machen wir einen Ortswechsel. Oder? Ja, und dann geben wir Gas. Also, bis gleich. Nun, da habe ich mich ja mal wieder von meiner völlig entspannten Seite gezeigt beim Vorwort, aber was soll ich tun? So bin ich nun mal. Warum sollte ich mich für irgendjemanden verstellen, um diesen in seinen Kram zu passen? Ich bin eher nicht der besonnene Analytiker. So ist das nun mal. Jeder Mensch ist anders, so bin ich. Ja. Vorneweg, bevor wir mit diesem Video durchstarten, möchte ich gleich mal klarstellen, dass ich überhaupt nichts gegen die bekannten Designerhunde habe. Überhaupt nichts. Weder gegen Golden Doodle noch Labradoodle oder Cockapoo, wie sie auch alle heißen. Das sind tolle Hunde, die haben ihre Daseinsberechtigung. Zu Recht ihre Fanbase, gar keine Frage. Sammy, ein Labradoodle, ist der beste Freund meines Hundes Vito. Ebenfalls nicht kastriert, so wie Vito, und sein einziger wirklicher Kumpel, mit dem er auch wirklich spielt. Ein toller Hund, ein großer, schöner, leistungsfähiger, kerniger Kerl ist das. Ich sehe allerdings nicht ein, dass nur die von vielen als liebenswürdige Flauschis wahrgenommenen Hunde ihren Weg als Designerhunde gehen sollten. Ich sehe das anders. Warum auch? Ja? Weil anderes an Designerhunden zu viel im Saft steht. Nun, viele von uns begrüßen so etwas, denn viele von uns könnten mit solchen Hunden hervorragend umgehen. Ist nun mal so, oder? Ich denke schon. Ja? Von Designerrassen zu sprechen ist ja leicht. Eine zu erschaffen nicht. Wir wissen, dass man das Ergebnis einer Kreuzung zweier reinrassiger Hunde bis zu gewissem Grade sowohl anatomisch wie auch wesenstechnisch recht gut vorhersehen kann. Das Problem kommt eher mit den
Nachkommen dieses Ergebnisses. Denn hier gewisse erwünschte Anatomie oder eine erwünschte Charakterbasis stabil zu halten, das ist sehr schwer. Ja. Eine zuverlässig, einheitlich aussehende eigene Hunderasse mit typischen Wesen zu erschaffen, das ist hohe Kunst, liebe Zuseher. Nicht so einfach, wie viele vielleicht glauben möchten. Ja. Also konzentrieren wir uns in diesem Video auf Hunde der F1-Generation. Also einfach nur auf Welpen, die durch Kreuzung zweier reinrassiger Hunde unterschiedlicher Rassen entstanden sind. Und mit solchen Hunden hatte ich schon einige Male Kontakt. Da waren einige Kapazunder dabei mit anständig Ellbogen, Vollblutbanditen. Genau das, was Wattebausche Werfer meiden wie der Teufel, das Weihwasser und wahre Hundekönner, wie es viele davon gibt, mit der Zunge schnalzen lässt, inklusive mir. Ich sage Ihnen was. Ich habe da tatsächlich eine Lieblingskreuzung zweier reinrassiger Hunderassen, die über verschiedene Hunderassen angehören. Und zwar war das schon immer der Mix aus Rottweiler und deutscher Schäferhund. Ich kannte einige von diesen Kreuzungen. Ich kannte den Aaron, der lebte nicht weit von mir. Ich kannte den Alf, das war der Rüde eines meiner Freunde. Hier in der Ortschaft, wo ich lebe, besitzt ein Elektriker einen Rottweiler Schäfermix und ich wollte mir selbst mal einen aus dem Tierschutzhaus holen. Doch den bekam ich nicht, als festgestellt wurde, dass ich nicht über Haus mit Garten verfüge. Ja, schade. Ich hätte diesen Hund gern gehabt, hatte damals vor, mit diesem Hund wieder beim Hundesport einzusteigen und wollte mich an die Spitze mit diesem Hund trainieren, freute mich schon richtig darauf. Doch wie gesagt, ich bekam den leider nicht. Bei dieser Kreuzung Rottweiler deutscher Schäferhund fiel mir immer ganz besonders auf, dass die Welpen dieser Verpaarungen allesamt ausnahmslos, also zumindest war das bei den Hunden so, die ich kannte, den geraden Rücken des Rottweilers vorwiesen und häufig auch mehr die Anatomie des Rottweilers zum Vorschein kam. Wobei aber auch alle dieses etwas längere Stockhaar des deutschen Schäferhundes vorwiesen. Einige hatten eher die Färbung des typischen deutschen Schäferhundes, also dieses Braun als Grundfarbe mit großen Platten über dem Rücken. Sie wissen, was ich meine, also mit dem schönen Brand. Und dieser Rottweiler deutsche Schäferhund-Mix des Elektrikers in unserer Ortschaft, der hat das 100%ige Black and Tan des Rottweilers. Wunderschöne Hunde. Alle gehen oder gingen auf die 70 cm Schulterhöhe zu und alle bewegten sich zwischen 40 und 45 Kilo Gewicht. Die Rottweiler deutsche Schäferhunde-Mixe waren allesamt, die ich kannte, allesamt Top-Hunde. Top-Arbeitshunde mit fantastischem Wesen, fantastischem Aussehen. Das waren fantastische Allrounder. Hunde, die für den Abrichtersport gemacht waren. Fantastische Familienhunde, Beschützer, Bewacher, exzellente Hunde. Also, die Kreuzung zwischen Rottweiler und deutscher Schäferhund, wobei es mir hier völlig egal ist, wer hier, welcher Elternteil die Mutter und welcher Elternteil der Vater ist. Ich kannte sie sowohl als auch. Waren alle toll. War schon immer meine Lieblingskreuzung. Ja. Auf die habe ich es abgesehen gehabt. Ein anderer Mix, der es meiner Meinung nach das Zeug zum Designerhund hätte. F1-Generation, wie schon vorher von mir erwähnt, ist ein Riesenschnauzer Rottweiler Mix. Ich kannte einen Vertreter dieser herrlichen Kreuzung, den Apollo, im Besitz eines unserer Mitglieder, ein fantastischer Hund. Der Hund wurde ursprünglich als reinrassiger Rottweiler erworben von Bernie und bekam aber einige Wochen nach dem Erwerb einen Bart gewachsen. Ja. Also es stellte sich schlussendlich heraus, dass der Vater ein Riesenschnauzer war und die Mutter eine Rottweiler Hündin, aber das war ein fantastischer Hund. Den ging anatomisch vom Rottweiler gar nicht viel ab, also der schlug anatomisch weit mehr in den Rottweiler hinein, hatte aber die Fellbeschaffenheit des Riesenschnauzers und war Black and Tan, allerdings mehr in die Richtung deutscher Schäferhund als Rottweiler hinein. Ja.
hatte aber farbtechnisch mit einem Schnauzer überhaupt nichts zu tun. Er hatte recht ausladenden, großen roten Brand und wie gesagt, er hatte die Fellbeschaffenheit des Schnauzers. Doch die Besonderheit bei diesem Hund war, dass sich die ab einer gewissen Felllänge nicht mehr erweiterte, wie es halt bei Schnauzern, bei Bouviers und so weiter gern der Fall ist. Das bedeutete, Apollo musste nicht geschoren oder getrimmt werden und das gefiel mir wahnsinnig gut, da ich so meine Probleme mit dem Thema Scheren oder Trimmen habe. Ein fantastischer Hund. Ein Hund mit um die 50 Kilo Gewicht. Ich schätze ihn so auf 68 cm Schulterhöhe. Ein Top-Gebrauchshund, ein Top-Arbeitshund mit Ellbogen, mit Pfeffer, aber seinem Herrchen absolut loyal ergeben. Ein Hund mit Top-Gehorsam, ein Powerhouse. Ich hatte da mal ein Erlebnis mit Apollo und einem Mastino-Mix. Die gerieten ineinander am Platz in einen Kampf. Die Besitzer kamen mit der Sache nicht wirklich gut zurecht. Ich kam ihnen zu Hilfe, sprang da über einen Zaun drüber, packte die beiden Hunde. Narr, ich würde das heute höchstwahrscheinlich nicht mehr wagen, doch damals war ich selbst ein wilder Hund, packte beide Hunde an den Köpfen und drückte sie zusammen. Die ließen dann tatsächlich aus. Ja. Nachdem die ausgelassen hatten, kam ein Wasserkübel in den Einsatz. Also der sollte davor in den Einsatz kommen, aber da war das Timing etwas schlecht. Denn die Hunde waren getrennt und wusch, ich übernahm das ganze Wasser ins Gesicht, also ich ließ auch aus. Nein, ich kann Ihnen nur sagen, Apollo war ein Hund der Spitzenklasse, leider der einzige Rottweiler Riesenschnauzer Mix, den ich je in meinem Leben gesehen habe, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Hunde generell ein Traum sind, so wie Apollo einer war. Als ich Boris noch besaß, meinen ersten Hund, und er schon in die Jahre gekommen war, schon 8, 9 Jahre alt war, traf ich manchmal auf der Donauinsel beim Spazierengehen den Zorro. Wissen Sie, was das für ein Mix war? Spitzen Sie die Ohren. Ein Greyhound deutscher Boxer-Mix und der hatte was drauf, das sage ich Ihnen. Wissen Sie, wie der aussah? Wie ein Alano sah dieser Hund aus. Er hatte Elemente sowohl vom Greyhound wie auch vom deutschen Boxer. Er war nicht derartig kurzschnäuzig wie ein deutscher Boxer und nicht derartig mit langem Fang ausgestattet wie der Greyhound. Auch war er nicht so schlank wie der Greyhound, aber nicht ganz so bullig wie viele Boxer es sind. Das war ein tolles Mittelding, dieser Hund. Blitzschnell, wunderschön, rot gestromt, ein herrlicher Hund. Optisch einem Alano sehr ähnlich und ich sage Ihnen noch was, dieser Hund war ein Sheha-3-Hund mit exzellentem Gehorsam, ein Hund mit Dampf, ein Hund mit Ellbogen, mit Kanten, ein kerniger Hund, dem sein Besitzer toll in der Hand hatte, aber ein Hund, wo wirklich etwas weitergegangen ist. Greyhound deutscher Boxermix, eine fantastische Kreuzung, das kann ich Ihnen sagen. Hier in der Gegend, wo ich lebe, treffe ich öfter auf einen Australian Cattle Dog deutschen Schäferhunde-Mix. Ich habe meinem Freund Werner Stoje, von denen habe ich Ihnen schon öfter erzählt, ein Mann mit sehr großem Wissen zum Thema Kynologie. Ich mag ihn sehr, ich respektiere ihn sehr, freue mich immer, wenn wir Kontakt miteinander haben. Ein Bild von diesem Hund geschickt. Ich fragte die Besitzerin, ob ich ihn fotografieren dürfe. Die ließ das sofort freudig zu, wir unterhielten uns dann und ich schickte meinem Freund ein Bild von diesem Hund. Der sieht aus wie ein größerer, substanzvollerer Kelpie und hat auch diese Farbe eines Kelpies. Die Mutter, soweit ich weiß, war ein Australian Cattle Dog, der Vater ein deutscher Schäferhund, ein wunderschöner Hund, ein Top-Arbeitshund mit fantastischem Arbeitsgebäude und ein Top-Wesen. Der Hund hat Feuer, der Hund ist aufmerksam, der Hund hat Ellbogen, ein kerniger, schöner, wunderschöner Hund. Australian Cattle Dog, deutscher Schäferhund, ebenfalls eine Kreuzung, die Potenzial für Designerhund oder Designerrassen hätte. Bandogs, ja, Molosser-Mixe sind meiner Meinung nach eine ganz, faszinierende Geschichte. Ne? Den schönsten Bandog, den ich in meinem Leben kennenlernen durfte, war Scott von meinem ehemaligen Trainingskollegen. Das war zwar ein Hund, der mit Vorsicht zu genießen war, aber ich sage Ihnen was. Da war die Mutter ein Bullmastiff, der Vater ein American Staffordshire Terrier. Genau.
Ein Hund mit übertriebenem Feuer, übertriebener Aggressivität, aber das wurde bei diesem Hund gefördert. Das habe ich schon in dem Video erzählt, wo es um die Bandogs speziell geht und in einem anderen Video auch noch. Doch in vernünftigeren Händen als in diesen, welche mein ehemaliger Trainingskollege, welcher leider schon verstorben ist, bewies, wäre das ein Top-Hund. Die Anatomie zum Niederknien. Der Hund wirkte wie ein etwas schlankerer Burbul. Ja? Er sah einem Burbul nicht 1:1 ähnlich, aber er ging in diese Richtung hinein. Der war gleichzeitig kraftstrotzend, wie beide Rassen das auch sind, der Bullmastiff und der Amstaff, aber mindestens genauso geschwind unterwegs wie der Amstaff, also weit schneller unterwegs als ein Bullmastiff, eine Top-Kreuzung. Bullmastiff und Amstaff. Allerdings braucht man natürlich für diesen Hund schon einen vernünftigen Geist, denn da kann vieles schiefgehen. Aber Bullmastiff, Amstaff, wenn sich jemand trauen würde, ja, gegen den Strom zu schwimmen, das wäre ebenfalls so ein Kandidat als die Szenerasse. Einen Standard Bull Terrier deutschen Schäferhundemix kannte ich in Braun. Der hatte einen, wie soll ich sagen, eine herrliche Kopfform, schwer zu erklären, nicht ganz ausgeprägtes Downface, also fehlender Stopp wie beim Standard Bull Terrier, aber auch bei weitem nicht so markanter Stopp wie beim deutschen Schäferhund. Genau ein Mittelding. Der Hund hatte etwa 55, knapp 60 cm Schulterhöhe, war ein Leistungspaket. Mit tollem Gehorsam, mit hohem Will to Please. Hier hat der deutsche Schäferhund stark angeklopft. Aber ich kann mich noch gut erinnern an die mächtige Hinterhand dieses Hundes. Also hier ist voll die Genetik des Bull Terriers durchgekommen. Sie müssen sich vorstellen, einen kleineren deutschen Schäferhund, auch mit der Fellbeschaffenheit, in Braun, mit einer Kopfform, einem Mittelding zwischen Bull Terrier und deutschen Schäferhund, mit der Hinterhand eines Bull Terriers und dem Will to Please eines deutschen Schäferhundes. Ein Top-Hund. Ein Top-Hund mit Feuer, mit Pfeffer, mit hohem Will to Please. Ein Hund für Könner. Ein Hund, der Hundekönner mit der Zunge schnalzen lässt. Das sage ich Ihnen. Ja, lauter extrem knackige Hunde, die in den richtigen Händen so manchen gehypten Rassehund verblassen lassen. Das kann ich Ihnen garantieren. Ich könnte Ihnen aus dem Stegreif raus Kreuzungen hier vorschlagen, welche das Herz jedes wahren Hundekönners höher schlagen und selbiges bei einem gewissen, aktuell so gerne den Ton angebenden Klientel zum Stehen bringen würde. Ganz sicher, ja. Also, die würden sich am Kopf greifen. Wie kannst du nur? Ja? Ich weiß. Ja. Das würde mir Spaß machen, ja? Denn alles, was diese eigenartige Fraktion triggert, das kann nur gut sein. Ja. Ich gebe Ihnen noch einige Beispiele von tollen Kreuzungen, wo ich mir vorstellen könnte, dass das bombastische Hunde wären. Stellen Sie sich mal die Kreuzung eines Erdil Terriers und eines Dobermanns vor. Das wäre ein Top-Arbeitshund. Ein Top-Hund für den Platz, ein Top-Familienhund, ein Top-Sporthund. Mit Sicherheit ein etwas schlankerer, größerer Hund. Hier wäre die Fellbeschaffenheit interessant, welche sich aus dieser Kreuzung ergeben würde. Natürlich auch das Wesen. Man könnte hier aber mit einem sehr bewegungsfreudigen, sehr leistungsfähigen, aufmerksamen Hund rechnen, mit ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb, hohen Will to Please. Wäre eine tolle Kreuzung. Oder einen Erdil Terrier deutschen Boxer-Mix. Ebenfalls. Das wäre wahrscheinlich ein fantastischer Hund, der sich hervorragend für den Platz eignet, hervorragend für den Sport eignet. Ein Top-Allrounder, davon bin ich überzeugt. Stellen Sie sich die Kreuzung eines Dogo Argentinos mit einem deutschen Schäferhund vor. Hier wäre es ganz interessant, wie es mit der Fellbeschaffenheit, mit der Farbe aussehen würde. Das wäre ein Top-Hund. Dogo Argentino, deutscher Schäferhund. Ein Top-Hund für gewisse Hundekenner und Könner, möchte ich sagen. Oder ein Dogo Argentino Riesenschnauzer. Auch hier wäre interessant, welche Fellbeschaffenheit durchschlagen würde, welche Farbe dieser Hund vorweisen würde. Das wäre mit Sicherheit ein körperlich und charakterlich sehr robuster Hund, ein anatomisch sehr leistungsfähiger Hund. Höchstwahrscheinlich ein herrlicher Hund, Dogo Argentino, ein Riesenschnauzer oder ein Cane Corso Dobermann Mix.
ganz interessante Geschichte. Hier könnten wir von schwarzen oder dunkel gestromten Hunden ausgehen, die eine tolle Optik vorweisen, auch ein herrliches Wesen zeigen. Ein Hund, der einen Top-Allrounder darstellen würde, davon bin ich überzeugt. Oder stellen Sie sich einen Cane Corso mit einem Riesenschnauzer gemixt vor. Auch das wäre höchstwahrscheinlich ein fantastischer Hund. Also hier könnten wir die Reise diesbezüglich ewig fortsetzen. Es gäbe genügend bombastische Kreuzungen da draußen, wo man etwas herumexperimentieren könnte. Bombastische Kreuzungen, die viele der ursprünglichen, der üblichen Verdächtigen verblassen lassen würden. Davon bin ich überzeugt. Lieber Zuseher, ich weiß, dass der Großteil meiner Kanalbesucher, das weiß ich, das Ganze exakt genauso sieht, wie ich das tue. Natürlich wird jetzt der eine oder andere solcher Pfadfinderinnen, ja, nichts gegen Pfadfinder, ja, die sind absolut toll. Gibt es gar nichts. Hier geht es rein um das Anhängsel Rinnen und dessen Fans, diesen Blödsinn. Ja. Aufgrund meiner Aussagen jetzt herumhüpfen werden oder in die Trillerpfeife blasen werden wie verrückt. Das ist mir klar, ja, aber ich finde das toll, denn das, was viele von denen von sich geben, macht mich ebenfalls manchmal verrückt, ja, und treibt mich manchmal in den Wahnsinn. Also würde ich sagen, gleiches Recht für alle, oder? Ja, gern geschehen. Ja, lieber Zuseher, so viel zu diesem Thema. Bombastische Kreuzungen. Wir könnten dieses Video über Stunden drehen, oder ich könnte dieses Video über Stunden drehen. So viele tolle Kombinationen gäbe es da. Denken Sie mal drüber nach. Vielleicht haben Sie ja auch schon mal eine derartig wahnsinnig tolle Mischung zweier reinrassiger Hunde, verschiedener Hunderassen getroffen und dachten sich, der hätte das Zeug zum Designerhund. Also mir ging es schon oft so. Wie gesagt, meine Lieblingskreuzung war und ist bis heute der Rottweiler Deutscher Schäferhundemix. Ein wahnsinnig toller Allrounder, optisch herrlich, wesenstechnisch waren sie alle à la Bonheur, alle Hunde, die ich kannte, es waren 4, glaube ich. Bei 3 war der Deutsche Schäferhund die Mutter, soweit ich mich erinnern kann, bei 1 war der Rottweiler die Mutter, aber alle 4 Deutscher Schäferhund Rottweiler Mixe waren fantastische Hunde. Mein Lieblingsmix, der das Zeug zu solch einem Designerhund hätte. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.